Hallo und herzlich willkommen hier auf dem PLW Review Kanal. Ich freue mich, dass wir dieses Mal ein neues Thema einleiten können, nämlich den amerikanischen Bürgerkrieg. Der amerikanische Bürgerkrieg tobte von 1861 bis 1865. Und wir wollen jetzt mal einen ganz kurzen historischen Abriss machen, was da so ganz grob die Vorgeschichte dessen war. Also, es gab die Vereinigten Staaten von Amerika. Die haben noch nicht 50 oder 52, 53 Staaten gehabt wie heute, sondern die hatten halt natürlich ein bisschen weniger Staaten. Hauptsächlich der Osten des Landes war sehr dicht besiedelt und der Westen war, da gab es schon ein paar Staaten, aber das war noch mehr oder weniger unerschlossenes Land im Norden und im Süden. Und vor allen Dingen die Mitte des Landes war halt noch komplett unbesiedelt, es sei denn natürlich von den Indianern. Ja, es gab zwischen dem Norden und dem Süden verschiedene Zerwürfnisse, zum einen auf politischer Ebene, denn die USA hat sich stetig erweitert. Das waren quasi die Vereinigten Staaten von Amerika. Das heißt, das waren verschiedene Staaten, die in einem Bund zusammengelebt haben, in einer Föderation. Und diese Staaten haben sich immer weiter erweitert, also vor allen Dingen nach Süden. Zum Beispiel gab es einen Krieg gegen Mexiko und man hat dort dann Teile von Mexiko annektiert und daraus wurde zum Beispiel Texas. Und der große Konflikt, der hier entstand, war, dass man überlegt hat, dass die südlichen Staaten Amerikas waren Sklavenstaaten. Das heißt, es war dort erlaubt für die Menschen Sklaven zu halten, vorrangig afrikanische Sklaven. Und man hat dann überlegt, dass die weiteren Staaten, die der USA angegliedert werden sollten, ob diese auch Sklavenstaaten werden dürfen oder nicht. Das war ein großer Konflikt zwischen den verschiedenen Landesteilen, denn es entstanden schon so eine Art zwei verschiedene Gesellschaften, nämlich die nördliche und die südliche. Und die haben sich auch vor allen Dingen auch wirtschaftlich unterschieden. Der Norden war sehr industriell, der Süden war sehr, ja, sag ich mal, ländlich geprägt. Und es gab dort sehr viel Landwirtschaft und auch Baumwollproduktion und Ähnliches. Das heißt, dort gab es sehr viel billigere Produktion, weil man auch auf Sklavenarbeiter zurückgegriffen hat. Das war halt ein Riesenzerwürfnis. Und zu guter Letzt gab es auch soziale Unterschiede. Denn im Norden gab es natürlich halt auch reiche Leute, also reiche Industrielle, auch Arbeiter. Und im Süden gab es, sage ich mal, eine gewisse Art von Aristokratie, könnte man schon sagen. Das waren Sklavenhalter, Plantagenbesitzer und dann gab es die arme weiße Bevölkerung, die auf den Farmen gearbeitet haben. Und das hat dann immer mehr zu einer Spaltung des Landes geführt, die sich dann schließlich auch in dieser Sklavenfrage auch entzündet hat. Denn das große Problem war, wenn mehr südliche Staaten auch Sklavenstaaten werden würden, dann würde es aus der Sicht des Nordens zu einem Ungleichgewicht kommen. Das heißt, man hätte halt eine sehr starke südliche Position und die Nordstaatler wollten halt nicht, dass das passiert. Und die Südstaatler haben darauf gepocht, dass es eine Freiheit, eine Autonomie innerhalb der Föderation geben sollte und haben sich da beschränkt geführt. Und als Abraham Lincoln dann zum Präsident gewählt wurde, der Bundesstaaten, dann war das fast quasi am Überlaufen. Für die Südstaatler war das nicht in Ordnung, denn Lincoln war ein Abolitionist, das heißt, er war ein Sklavereigegner. Und es bestand die große Befürchtung, dass die USA mehr oder weniger dazu übergehen könnte, dass man lieber sklavenfreie Staaten haben wollte. Und das war ein riesengroßes Problem für die Südstaatler. Ja, machen wir es jetzt kurz. Der Staat South Carolina hat sich abgespaltet von den USA, ist in Sezession gegangen. Man nennt den Krieg auch den Sezessionskrieg. Und innerhalb eines halben Jahres haben sich weitere Staaten angeschlossen, sodass es am Ende dann 11 Staaten waren. Bisschen komplizierter, vielleicht auch 12 könnte man sagen, mit Maryland, aber das ist ein anderes Thema. Oder West Virginia, aber das können wir irgendwann anders mal beleuchten. Auf jeden Fall, diese beiden Staaten waren sich dann feindlich gesinnt. Man hat dann im Süden eine Konföderation gegründet, also nicht die Föderation, sondern eine Konföderation, einen Gegenstaat sozusagen mit der Hauptstadt in Richmond und im Norden war es die Hauptstadt Washington. Und letzten Endes ist der Konflikt dann wirklich entbrannt, als die Behörden oder der Staat South Carolina gesagt hat, hey, es gibt hier ein Fort, das Fort Sumter, das ist noch von Bundestruppen besetzt, das gehört aber uns, das ist Gebiet von South Carolina, wir wollen das wieder zurückhaben. Die Bundesregierung hat sich geweigert, also haben die Truppen von South Carolina angefangen, Fort Sumter zu beschießen. Und das hat den Konflikt dann letztlich ausgelöst. Erstmal sind auch Zehntausende Menschen sind angeworben worden, freiwillig in die Armee einzutreten. Und es wurden Truppen aus dem Boden gestampft und man hat dann die Leute bewaffnet. Und dann sind die Südstaatler Richtung Norden marschiert und wollten Washington einnehmen. Und die beiden Armeen, da muss man zu sagen, das waren zwei relativ unerfahrene Armeen. Und diese Armeen sind aufeinander getroffen bei Bull Run oder bei Manassas. Und dort kam es zur ersten Schlacht von Bull Run. Die haben die Südstaatler für sich entschieden.
Das muss man sich wirklich so vorstellen. Die Menschen dachten halt, es wird ein sehr kurzer Krieg, ein sehr einfacher Krieg. Und es gab sogar Leute, die Picknick gemacht haben und sich die Schlacht angeguckt haben. Und als die dann außer Kontrolle geraten ist, sind sie panisch in die Stadt nach Washington zurückgeflohen. Und ja, die Süden konnten diese Schlacht aber nicht ausnutzen, denn sie waren selber so desorganisiert nach diesem Gefecht, dass sie ja, nicht weiter nach Washington vorrücken konnten. Und so kam es dann, dass dieser Krieg sich dann mehr und mehr in die Länge gezogen hat. Und wir wollen uns jetzt mal zwei Darstellungen anschauen aus dem Jahr 1862, nämlich als die Nordstaatenarmee, die immer weiter aufgestockt wurde, beschließt, nach Richmond zu marschieren. Und das machen sie, indem sie über die Halbinsel, über die James Island, versuchen, nach Richmond vorzustoßen. Und ja, da wollen wir euch jetzt mal zwei Darstellungen zeigen. Ja, wir waren ja eben bei der Schlacht von Bull Run. Dort sind die Konföderierten in den Norden eingedrungen und jetzt dringen die Nordstaatler in den Süden ein. Und ich zeige euch jetzt mal einen konföderierten Soldaten und vorab eine kleine Sache zu der konföderierten Armee. Man muss sich nämlich vorstellen, es gab ja bereits eine Bundesarmee, also eine US-amerikanische Armee. Die hatte zum Beispiel in Mexiko gekämpft und so weiter. Aber es gab noch keine konföderierte Armee. Der Grundstock der konföderierten Armee bestand aus den Milizen der einzelnen Staaten. Und das bedeutet, dort gab es keine einheitliche Uniformierung, also davon kann man nicht wirklich sprechen. Man hat dann versucht, eine Art konföderierte Armee aus dem Boden zu stampfen. Und ja, das erkläre ich mal hier ein bisschen im Detail. Aber wir fangen mal ganz oben an. Der Soldat trägt einen Schlapphut und hier oben drauf ist der Kompaniebuchstabe zu erkennen. Also bei den beiden Armeen sind die Kompanien quasi A, B, C genannt worden und so weiter. Wie man sie auch dann von den späteren Armeen aus dem Zweiten Weltkrieg auch kennt. Charlie-Kompanie oder sowas. Ja, hier am Hut sehen wir auch eine Kordel, die markiert die Waffengattung, nämlich Infanterie in hellblau. Der Soldat trägt eine sogenannte Shell Jacket. Die ist 1862 ausgegeben worden vom Richmond Depot und wurde dann hauptsächlich auch von Einheiten aus Virginia zum Beispiel getragen. Und wir sehen hier, das ist so ein bisschen grauer Wollstoff. Und daher kommt auch so ein bisschen die Bezeichnung The Blues and the Greys. Also das sind die Grauen, wurden die auch genannt. Wobei die auch super viele verschiedene Sachen getragen haben. Aber das ist so das, was man wahrscheinlich am ehesten kennt, wenn man halt an die konföderierten Soldaten denkt. Darunter trägt er ein rot-weiß gestreiftes Hemd. Das kann auch durchaus sein, dass das quasi privat besorgt wurde von demjenigen. Das ist ganz oft so, dass die auch private Sachen natürlich darunter getragen haben. Hier haben wir eine Mantelrolle. Die werden viele von euch natürlich auch aus anderen Zeiten schon kennen. Das heißt, man hat wirklich hier eine Plane gehabt aus Gummi, würde ich sagen, ne? Aus gummiartigem Material und hat dort seinen Mantel eingewickelt, damit er halt nicht nass wird und hat den einfach komplett um den Körper herum getragen. Was wir hier sehen, ist eine Half Canteen und das hat man als Teller benutzt. Und darunter war quasi hier eingehüllt in diesen Stoff, ist dann halt die Feldflasche. An der Seite haben wir hier noch den Brotbeutel. Da ist dann wirklich halt auch Essen transportiert worden oder auch andere Sachen, die man halt bei sich tragen wollte. Aus schönem weißen, sieht aus wie Leinen. Hier sehen wir den Koppel des Soldaten mit einer Dornschließe. Das hier ist die Tasche für die Zündhütchen. Der Soldat trägt eine weiße Wollhose, ganz einfach gehalten. Und das hier unten sind Schnürschuhe, das sind die sogenannten Brogans. Ja, dann verlieren wir noch ein paar Worte zu dem Gewehr. Das ist eine Enfield-Muskete, Modell 1853. Und ich sage mal so, die große Tragik des Bürgerkriegs war, dass die Waffen sehr viel weiterentwickelt waren als die Taktiken. Denn diese Muskete hat bereits einen gezogenen Lauf, die ist dreimal gezogen. Und das bedeutet, dass man mit diesen Waffen sehr, sehr viel akkurater schießen konnte als zum Beispiel mit den napoleonischen Gewehren. Das heißt, man konnte auf, sag ich mal, 100 Meter schon relativ zielgenau treffen. Und man hat sich aber den Taktiken der napoleonischen Kriegsführung bedient. Das heißt wirklich, die Soldaten sind kompanienweise in breiten Reihen marschiert. Und wenn dann 100 Mann mit diesen Musketen aufeinander zielen oder auf eine andere Einheit zielen, dann haben sie damit wirklich horrende Verluste verursacht. Also die Waffe war schon für ihre Zeit einfach deutlich weiterentwickelt als die Taktiken. Dann schauen wir uns mal das Bajonett des Soldaten an. Also wie ihr seht, hat das eine dreieckige Form.
Und das ist ganz besonders schlimm, denn diese Bajonette haben wirklich sehr, sehr schlimme Wunden verursacht. Und eine weitere Tragik dieses Krieges ist, dass bis in den späten Krieg hinein, obwohl die Feuerkraft sich massiv erhöht hatte, sehr viele Generale, gerade auch im Norden, waren der Ansicht, dass Bajonettangriffe immer noch eine gute Idee sind. Und so kam es natürlich zu sehr, sehr vielen Verlusten. Einmal, weil man durch das feindliche Feuer stürmen musste, um zum Gegner zu kommen. Und zum anderen dann natürlich die schweren Verwundungen im Nahkampf. Ja, also hier muss man noch mal abschließend sagen, zu dieser Darstellung, das ist jetzt wirklich nur exemplarisch. Also es gab sehr, sehr viele verschiedene Einheiten. Wir wollten einfach jetzt mal nur so als Einstieg so ein grobes Bild vermitteln, wie ein konföderierter Soldat aussehen könnte. Hier haben wir jetzt die Darstellung eines Unionssoldaten und noch mal ein kleines historisches Detail. Ich hatte ja kurz vorab erwähnt, dass wir jetzt hier auf der Kampagne auf der Halbinsel sind. Und nur noch mal, um den Unterschied zwischen den Süd- und den Nordstaaten darzustellen. Man hat quasi auf dieser Halbinsel per Schiff 100.000 Soldaten wochenlang hingekarrt. Und das ist wirklich eine logistische Leistung, die die Union am Anfang des Krieges einfach so mal vollbringen konnte. Ja, und wir sehen hier auch schon an der Uniform, dass sie deutlich anders aussieht als die des konföderierten Soldaten. Das hat den Grund, wie ich es schon angedeutet hatte, es gab die Bundesarmee, so in etwa schon. Und das jetzt hier ist die Darstellung, da können wir es ein bisschen genauer sagen, des 3. Michigan-Regiments. Das ist ein Freiwilligenregiment, das heißt, die Soldaten sind aufgerufen worden, meldet euch freiwillig. Und in den verschiedenen Bundesstaaten haben sich dann so und so viele 1000 Männer freiwillig gemeldet und in Regimentern zusammengeformt und sind dann quasi als einheitliche Armee, je nachdem, da oder dahin gegangen. Ja, fangen wir ganz oben mal an. Das ist ein Cappy und hier oben drauf sehen wir die Nummer 3 und dann sehen wir auch diese Trompete hier. Das ist das sogenannte Infanteriehorn und hier sehen wir auch die Nummer 3, also die Zugehörigkeit zum Regiment. Die Uniform ist in einem blauen Stoff. Wir haben das ja vorhin schon gehabt, Blues and the Grays. Das hier ist ein blauer Stoff und deswegen wurden die Blues genannt. Hier drauf sehen wir schon, sind natürlich schöne Messingknöpfe mit einem Adler drauf. Hier an der Gürtelschnalle sehen wir auch, schön aus Messing, US. Es gab sowas Ähnliches auch bei der Konföderierten Armee, da stand dann CS, aber das war dann eher so für Offiziere. Die einfachen Soldaten waren wirklich sehr viel einfacher gekleidet. Genau, es war auch ein Privileg, wirklich den blauen Rock zu tragen. Es gab auch Einheiten, die den nicht hatten, wie zum Beispiel farbigen Regimenter, die später eingezogen wurden. Die mussten sich dieses Privileg dann hart erkämpfen, dass sie wirklich diesen blauen Rock tragen durften. Ja, das ist der Knapsack. Das ist quasi einfach ein Rucksack. Hier drin sind zum Beispiel ist der Mantel oder verschiedene andere Kleidungsteile oder andere Dinge, die der Soldat halt mit sich führt. Und obendrauf hat er dann eine Wolldecke geschnallt. Es gab diese Wolldecke auch von der Armee ausgegeben, die waren sehr beliebt. Man hat diese Sachen dann quasi abgenutzt und hat dann auch mal natürlich auch seine persönlichen Sachen oder persönlichen Decken, die man von zu Hause geschickt bekommen hat oder sich gekauft hat, konnte man dann auch natürlich nutzen. Und die ist dann hier oben festgeschnallt. Ja, dann kommen wir zum Brotbeutel. Dieser ist aus geteertem Stoff und innen drin hat man noch mal einen Beutel reingeknöpft aus Baumwolle, damit halt der Inhalt des Beutels nicht mit dem geteerten Stoff irgendwie in Berührung kommt. Dann schauen wir hier weiter. Hier ist eine Feldflasche, auch mit Stoff bezogen, auch schön groß. Auf der Halbinsel war es sehr heiß, das war auch im Sommer. Ja, dann schauen wir uns mal weiter die Hose an. Dies ist ebenfalls aus einem etwas helleren Wollstoff, ein bisschen heller als der obere Stoff. Und unten auch Schnürschuhe, ähnlich wie beim konföderierten Soldaten. Wobei man sagen muss, natürlich die Qualität der Unionssoldaten, die Sachen, die die getragen haben, waren natürlich deutlich höher als die im Süden. Und umso weiter der Krieg vorangeschritten ist, desto größer wurde diese Schere, sage ich mal. Und dazu muss man auch sagen, dass viele Soldaten tatsächlich auch barfuß marschiert sind, um ihr Schuhwerk zu schonen. Also das habe ich auch immer wieder gelesen, weil diese Schuhe einfach wirklich Gold wert waren. Die hast du einfach dann gebraucht, wenn du im Gefecht warst oder ähnliches. Und die Schuhe sollten möglichst nicht kaputt sein, weil der Nachschub war natürlich dementsprechend jetzt auch nicht so top für diese Zeit. Also wie beim konföderierten Soldaten haben wir hier die Zündhütchentasche. Hier sind die Zündhütchen drin. Und hier ist die Patronentasche. Auch wieder schön mit Messing. Sehr hochwertig im Vergleich zum konföderierten Soldaten. Und dann schauen wir uns gerne noch mal kurz das Gewehr an. Hierbei handelt es sich nämlich um eine Springfield-Muskete.
aus dem Jahre 1861, auch bereits mit gezogenem Lauf. Auch eine Waffe, die relativ gut war. Später haben die Unionssoldaten auch noch eine Enfield-Muskete bekommen, eine neuere Enfield-Muskete, die noch besser war. Aber das ist schon ein sehr, sehr gutes Gewehr. Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, das ist hier wirklich nur eine exemplarische Darstellung. Es gab auch verschiedene Unionsuniformen und so weiter. Deswegen, wenn ihr Interesse habt, dass wir in dieses Thema ein bisschen tiefer eintauchen, dann würden wir uns natürlich noch weitere Experten suchen und noch genauere Darstellungen von den Uniformen machen. Und wenn ihr das wollt, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall ein Like fürs Video da und ein Abo sehr gerne. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.